Hallo, guten Tag da draußen zu Hause. Okay, hier war gerade im Spiel, glaube ich, irgendwie. Aber das macht ja nichts. Bevor es gleich halt, immer dran denken, die Lautstärke auf dem Test-Checkscreen, auch genannt Handy oder mittlerweile Smartphone, auszumachen, damit es nicht halt. Ich wünsche euch einen guten Sonntagmorgen. Wir spielen wieder L.A Noire. Sind hier bei dem White Shoe Slaying, dem Weißschuhmord. Das klingt eigentlich wie eine Folge Rosamunde Pilcher, aber hey. Mein Wasser! Noch brauche ich es nicht. Und haben wir letztes Mal schon angefangen, diesen Case, aber noch nicht zu Ende gemacht, weil wir irgendwie schnell waren mit ihm davor. Und mal schauen, ob wir heute ihn schaffen. Ich brauche eure Hilfe dazu, meine lieben Partners in Justice. Denn alleine schaffe ich es nicht. Ich bin nicht gut in L.A Noire. Langsam habe ich den Dreh raus, aber erstmal alles zurechtzubilden. Aber es geht auf jeden Fall bessere. Wie doll scribbled ist? Nein, kein großer Scribble. So, liebe Fans an den äußeren Empfangsgeräten, wir resümieren den Fall. Vielleicht sollte ich da auch draufklicken. Hier steht The White Shoe Slaying. Es ist The White Shoe Slaying. Könnt ihr noch nicht lesen, weil mein Gesicht noch im Weg ist. Deswegen mal ein bisschen kleiner. Ich sage euch mal, was alles passiert ist vorher in dem Fall, indem wir zusammen hier reingucken, weil ich weiß es selber nicht mehr alles. Puh, okay. The White Shoe Slaying. Was? Ach, das war das Intro von dem, das Zweite Weltkriegs-Intro von Phelps, wo gezeigt wird, dass er keine großen Fans hat in seiner Company, oder wie man das nennt. Genau, wir haben ein Letter von dem Black Dahlia-Mörder, der uns auch schon noch hin und wieder beschäftigt hat, bekommen. Und Phelps hat mal da sein Gedichtswissen rausgelassen und so. Und auch sonst haben wir den Brief kurz analysiert. Ist aber auch nicht weiter tragisch. Ansonsten einer neuen Crime Scene. Es sieht wieder aus, glaube ich, wie einer von den typischen Black Dahlia-Mörders. Wo manche wahrscheinlich von ein Copycat-Killer sind und manche sind aber legit und wirklich der Black Dahlia-Mörder. Und was wir bisher zusammengepuzzelt haben, jeder dieser Morde passierte an verheirateten Frauen in einer unglücklichen Ehe. Jeder wurde der Ehering brutal vom Finger gezogen, bei manchen war sogar schon der Knochen zu sehen. Alle wurden zu Tode geschlagen, anscheinend mit so einem Autoschraubenschlüssel, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber die sind jedenfalls so, etwas, was so aussieht, wo man schrauben kann. Ich gucke gerade, kann man mich überhaupt hören? Man kann mich hören. Kuckuck. Kuckuck. Es stimmt. Kuckuck, Mestember. Und tschüss. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Schalten Sie auch am Mittwoch wieder ein um 19 Uhr, wenn es heißt Feuerklasse spielt Gothic 1. Adios. Und weiter im Text. Was haben wir denn hier? Das ist doch wichtig. Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries, strangled with a length of rope. Das war auch schon, and for my mind it's triple braid again. Das ist nämlich den anderen Opfern auch schon passiert. Haben wir noch Blunt Force auf den Kopf. Und dann erwürgt. Und mutiliert. Also zerstückelt. Aber diesmal war sie angezogen. Das ist nämlich schon selten. Sonst sind sie eigentlich immer nackig.
Ein anderer Schuh fehlt. Und auch sonst keine Personal Effects. Das war nämlich sonst auch immer da. Irgendwie so Sachen. Manchmal war sogar das Gefühl, dass der Black Dahlia-Mörder uns an der Nase herumführt und zeigt, wie man auf ihn kommt. Und wie man hinter ihn her. Also, er hat uns Hinweise gegeben. Diesmal nicht. Ist vielleicht dann kein. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das wieder Mr. Copycat. Oder Mrs. Copycat, man weiß ja nicht. Wir hatten aber ein Dry Cleaning Label gefunden und da sind wir auch gerade, da stehen wir gerade vor im Spiel. Footprints gab es, okay. Ach, dann kam noch so ein Öhmchen um die Ecke und meinte, I saw that awful hobo. Und der ist wohl im Hobo-Camp, wo wir vorher hingegangen sind und gefahren sind und reingelaufen sind. Aber mit den Hobos, keiner von den Hobos will mit der Polizei reden. Da kommen wir erstmal nicht weiter. Und das Spiel hat uns, meine ich, sehr subtil mitgegeben, dass wir erstmal woanders hin sollten. Sie haben dann also das Hobo-Camp verlassen. Tall, gaunt, horribly disfigured. I think he may have had an accident in the war. He's a very scary, angry man. Genau, Dry Cleaning. Hier das Hobo Camp unter der Bridge. Okay, ich glaube jetzt sind wir eigentlich auf dem neuesten Stand. Viel mehr ist da nicht. Und hier, auf diesem Buddy steht auch nichts drauf. Das passt nicht so ganz zum MO, zum Modus operandi des Killers, den wir sonst suchen. Genau, dann haben wir im Laundry Ledger nämlich reingeschaut, also da steht drin, wer wann was abgeholt hat und hingebracht hat. Und dann haben wir die Nummer verglichen, die wir gefunden haben bei der Crime Scene und wissen, dass es Mrs. T. Terrelson ist. We have a lead. Und jetzt gehen wir dahin. Das ist es. Das machen wir. Hier waren wir schon drin, auch wenn das Spiel gerade so aussieht, als wenn es auch gerade so aussieht, als wären wir da noch nicht drin gewesen. Wir möchten als nächstes genau dahin. Da führt uns das Spiel auch schon hin. Haben wir letztes Mal schon eingeloggt. Müssen nur noch ins Auto steigen. Dieses hier ist unser Auto. Rusty! Come on! Let's go! I've got a feeling we're about to meet another wife killer. You've always got that feeling, Rusty. Yeah, and it's usually correct. Please, for once, can you not let your assumptions color your detective work? Just you wait. Nordic types show a particular disposition for this stuff. Warte, ich dachte da sind wir angekommen. Seht ihr schon? Also, irgendwas in dem Haus ist spooky. Ja, was ist denn hier alles? So. Schauen wir uns erstmal um. Bei dem gruseligen Dreirad. Die Familie isst gerade zu Abend. Ja, ist das? Wieso muss denn das beleuchtet werden? Looks like a match with the ligature marks. Passt schon ganz gut, das Rope. Mit dem die Frau gestrangelt wurde. Erwürgt. Auf Deutsch. Vielen Dank, Frau Glatze. Was sagen die Nachbarn? Nichts. Nachbarn sind ruhig. Vielleicht hat der Hund sie aufgegessen? Ah ne, wir haben ja die Leiche gefunden. Okay, dieser Clou bringt uns nicht weiter. Wir könnten durch das Hintertürchen. Don't think this is anything. No? Okay. Vielleicht hier das Angelding. Doesn't tell me anything. Gut. Wir haben hier einen Angler mit einem Boot und Seil. Er hätte die Means, um die
Frauen getötet zu haben. That's that cop. I am that cop. I'm famous. Nochmal schön durch die Wäsche laufen. Wow, that looks like a beauty. Was ist vorne redet? The cop who caught the guy who was pretending to be dead? Wieso reden die denn alle über mich? Ich frage mich auch sowieso, was ist denn hier in L.A. los, dass sie wissen, wie der Cop aussieht? Ich würde es nicht wissen. Nein, da gehen wir noch nicht hin. Wir gehen erstmal durch die Hintertür, liebe Kinder. Ach, ihr esst auch gerade gar nicht. Ihr hört wahrscheinlich nur eine Standpauke vom rauchenden Vater. Ja, wir gehen mal durch die Hintertür. Wir gehen nicht durch die Hintertür, denn diese ist abgeschlossen. Moment, was? Ach so, ja. Wenn die abgeschlossen ist, oder wenn es eine Hintertür in dem Spiel jetzt gerade hierfür gibt, dann wird er bestimmt abhauen und wegrennen und dann müssen wir ihm hinterherrennen durch die Hintertür. Das wäre nicht das erste Mal. Müssen wir mal kurz checken. Ja, gut. Wow. Ist übrigens mein neues 40er Jahre Outfit. Das Hemd ist gerade in der Wäsche. Aber ich habe den Hut wieder ausgepackt und so. Denn letztes Mal, ich weiß noch, letztes Mal war es einfach so heiß. Ich konnte mich fast hier, also der Hut wäre viel zu viel gewesen und ja, das Hemd hat auch irgendwann gemüffelt. Und jetzt mittlerweile, ich habe schon langsam wieder die Heizung eingeschaltet. Sie schaltet sich selber noch nicht an, weil es angeblich noch nicht kalt genug ist, aber es fühlt sich schon manchmal doch kalt an. Hello? Yes? Hi. Detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarleton? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. I'm afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. Die Linke war's. Habt ihr sie gesehen? Das Mädchen, das sieht ja gruselig aus. I know this is a difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think It's that... procedure. You see to your girls. Take a look around. Na, sag ich doch. Haben Sie überhaupt nicht mitbekommen, was passiert ist? Stay here till Daddy's finished talking to these men. Where's Mommy? Everything's gonna be all right. Die haben sie nicht gehört. We would like Mommy to come home now, Daddy. What's the problem, Tarleton? Let him search. You got nothing to hide. Okay. Bevor wir zu ihm Want to hear gehen. something funny, Tarleton? Some bums think filling out a missing persons report actually rules him out as a suspect. Okay. Da. We need to check if she was a regular. Das ist auch wirklich so ein typisches Noir-Film-Ding, ne? Das auch. I wonder why the picture was turned down. Ja, guter Punkt. Diese Streichholzkästchen, die dann immer den Clou bringen, wo man weiter hingehen kann. No? Okay. Schade. In diesem Raum haben wir alles. Nee. Not sure this means much. Okay. Dann nicht. Wo klimpert es? Jetzt wegen des... Gute alte Templetons. No
good to me. Was ist denn das? Ach, Double Dip Confectionery. Pralinien. Was malten da kleinen Killer? So, ich wette, die Kleine war's. Böse Dinosaurier. Und unten rechts, das sieht schon ein bisschen weird aus. Und unten links auch. Ja, nein, da will ich doch gar nicht anfassen. Danke, Phelps. Ja, er ist ein Boats-Fan. Das haben wir ja schon draußen gesehen. Noch mehr von diesen Darren's Streichhölzern. bar again. Someone must be real sweet on this dive. Oh, was steht auf dem Kühlschrank? Gar nichts. Okay. If you'd excuse me, ladies. So viele Clues gibt es hier jetzt nicht drin. Was steht denn da drauf? Mhm. It doesn't appear to be connected. Remember, food for the I'll be out of your needy. way momentarily, ladies. Holiday collection drive starts this Saturday. Canned and dry food only. Okay. Kitty cat, meow meow. Sexy, ne? She went out without her handbag? She went out without her handbag. Eine Lady dieses Jahrzehnts, das will sie doch nie tun. She'd have to be in quite a state to leave this behind. Bringen Sie mir bitte mir mal Dankeschön. Habe ich es gerade eben noch vergessen. Oh, und gleich gibt's Kaffee. Sag ich doch, bei Krimi und Kaffee gibt's zu 50% Kaffee. Meistens. Meistens zu 50%. Was steht hier? Theresa Tarrelson. 43, da wohnen wir. Also sind wir gerade. Vielleicht hat sie einen Führerschein hier. Also, ich nehme ihn trotzdem immer mit. Ist halt im Portemonnaie. Aber vielleicht hat sie ihn hier gelassen, weil sie schon wusste, dass sie sich besäuft und dann ein Taxi braucht. At least she was spared that particular indignity. Der spielt darauf an, dass viele von den anderen toten Frauen mit Lipstick eingeschmiert wurden und mit dem dann die Message drauf geschrieben wurde. Das heißt, See if the thinker can match the impression to the crime scene. sollten wir mal gucken, ja. Rusty, was siehst du da gerade? Meint das Hemd noch oder was? Lars was out in the rain last night. Okay, wir haben alle Clues gefunden. Ist mir ein bisschen suspekt, der Typ. Ladies? You've got a mean face. Das sagt die Richtige. Ah, wo ist hier das Telefon auf der Map, was ich angeblich ja schon benutzen kann? Wieso sehe ich das denn jetzt nicht? Das ist um die Ecke. Ah, da ist es ja. Komme ich von hier dran? No, I do not. Versuchen wir mal hier zu kommen, ohne ihn zu triggern. Ja, funktioniert. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? How can I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thanks for your help. Wer ist Bobby Ross? Ich muss mal kurz noch... Hä?
Ach, wo sie gestern waren. Okay. Das, was er gerade meinte. Also der Mann, der Lars. Mhm. Ach, Disfigured Man, was das Öhmchen meinte. Catherine Barton. Ach, das ist das besagte Öhmchen. Und Theresa Terrelson, das ist die Dode. Die wieder erwürgt wurde von einem Seil, was sehr gut vielleicht zu Lars Terrelsons passen könnte. Was haben wir noch für Clues? Time of Death. 2 a.m. Okay, Tire Tracks. Und Relabel, so kamen wir erstmal hier jetzt hin. Bootprints. From Tire Tracks. Wenn wir wissen, welche Größe das ist. Laundry Ledger, da haben wir ja reingeschaut. Da sind wir ja jetzt bei der Adresse. Triple Braid Pattern. Passt auch zu der Toten. Matchbox 20. Zur Baron's Bar. Lady's Handbag. Containing Lipstick and ID. Vielleicht ist das der Grund, weshalb sie nicht mit Lipstick eingeschmiert wurde. Vielleicht werden die mit Lipstick nur eingeschmiert, wenn sie irgendwie aufreizend sind oder so. Zu sehr für ihren Mann. Muddy Boot. Ja. Das sieht nicht gut aus für dich, Mr. Lars Terrelson. Dann wollen wir mit ihm reden. It was you, wasn't it? For the record, Mr. Terrelson, what is your wife's name? Teresa. Kein zweiter Vorname? Das ist ja schon mal suspekt. Ach, wo suspekt? Possible Suspects? Wie sieht er aus gerade? Er spielt den traurigen Ehemann. Hast aber das Bild deiner Frau im Schlafzimmer umgekippt, ne? Das ist komisch. Alibi, victim state of mind, last contact with the victim. Fangen wir mal ganz an. Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone loved Teresa. She was so full of life. It can't be anyone who knew her. Natürlich ist er gerade ein bisschen aufgewühlt. Ich vermute, das ist die Wahrheit. Wir gucken uns erstmal an, wie er bei den anderen Sachen reagiert. Das habe ich gemerkt, damit fahre ich eigentlich ganz gut, weil dann kann man die Gesichter nochmal vergleichen, was er macht, wenn man weiß, oh, der wird wahrscheinlich lügen und oh, das ist wahrscheinlich die Wahrheit. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right, Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. Da stimmt aber was nicht. Okay, nee, da doubten wir mal. Da können wir auf jeden Fall schon mal doubten. You let your drunk wife leave the party and go off on her own? Look, I was angry. I was having a good time. She has to go and ruin it. We always have to do what she wants to do. Last night she wanted to go What a dancing. bitch. Any idea where? Where she always goes. A bar down on North Beaudry Avenue. Baron's Bar. She goes there, drinks too much, gets maudlin and calls me. I go and bring her home. Das sind alles ähnliche Frauen. Also, wie sie dann gekillt wurden und so. Wenn jemand zugucken würde, könnte er mir sagen, ob das gerade zu leise war von dem Mann. Ich hoffe nicht. Ich finde ihn aber selbst bei mir schon ein bisschen leise, deswegen mache ich mal für euch die Lautstärke auch noch mal ein bisschen höher. If you have more questions, I'd rather get this over with now. Okay, ja, sorry. Weiter geht's. Mr. Terrelson, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Er verheimlicht wieder was, aber haben wir einen Beweis, dass es nicht war? I think you're in an unhappy marriage, Lars. I think you're lying, and you would like to get it off your chest. You telling me my wife was unhappy? What proof do you have of that? Ach, das Foto ist gar kein Proof. Also keine Evidence, die wir so haben.
Okay, Proof haben wir nicht. Sorry, my mistake. Looks like I was mistaken. Oder so. When was the last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. I paid the sitter and went to bed. Also er sieht gerade nicht so aus, als würde er lügen. Okay, wir fangen nochmal oben an. Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone loved Teresa. She was so full of life. It can't be anyone who knew her. Also ich finde, es klingt ausgedacht. Everyone loved Teresa. She was so full of life und so. Aber ich würde sagen, da guckt er einfach gerade nur traurig. Und nicht so, als würden... Oh, liebes fucking L.A Noire Spiel. Echt nicht einfach mit dir. Ich glaube, es ist die Wahrheit. So you don't know anyone who would want Fuck. her dead? No, I don't. Okay. Mr. Terrellson, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Ja, das ist Bullshit. Spill it, Terrellson. We like the look of you for this, so you better give us something. We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. What time did she leave the party? About 8:30, maybe a little earlier. Okay, das hat er auch vorher schon gesagt. When was the last time you saw your wife? Genau das. Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. I paid the sitter and went to bed. Sagt das so. Es ist keins von diesen typischen, übertriebenen, wie heißt das? Ein Get? Nee, wo man jemanden erkennen kann, ob jemand lügt. Sehen wir hier gerade nicht, was das Spiel sonst eigentlich auch ziemlich relativ deutlich macht, dass sie wenigstens ihr Gesicht verziehen. Das haben wir ja gerade eben schon gesehen. Und hier sieht er so stone cold faced aus. Wir haben keinen Beweis, dass es... Also Lüge ist es nicht. Truth oder Doubt. Can I comfort my daughters now? Shh. Shh. Ich glaube, das ist sein Wahrheitsgesicht. Why did you only report your wife missing this morning? I thought she would have called up last night from the bar. Thanks for answering our questions, Mr. Terrellson. You'll need to go downtown to identify your wife's body. I should have taken her dancing. In my experience, Mac, if you give in to broads, you'll be giving in to them your entire life. Sounds like the Terrellson broad had her last drink at Barron's bar. We should check her place out. Ist ja auch nicht schlimm, dass wir bei ihm nicht alles haben. Appreciate your time, sir. Aber, Believe this guy's story? no. Kind of rings true. Aber... Wisst ihr, das Ding ist, das Spiel hat mich von Anfang an dahin konditioniert, dass ich nur auf ganz... ich überlege das. Auf ganz klare... von diesen... Also... Es hat mich dahin konditioniert, nicht meinem Instinkt zu trauen, sondern einfach nur auf die Gesichter zu gucken und dann zu schauen, wahr oder nicht wahr. Das ist die Frage. Und so subtile Hinweise wie gerade eben im Gespräch, die ich wohl aufgepickt habe, wo ich aber dachte, das Spiel macht sowas ja nicht, deswegen ist es blöd, wenn ich das jetzt nehme. Die gab es in den anderen Cases bisher sehr selten. Eigentlich nicht. Ach, das drückt mich wieder auf. Ja, aber ist doch schon true, dass es ja Leute gibt, die anders sind als andere Leute. Vielen Dankeschön. Kolumbia? Kaffee aus Kolumbia.
Herzlich willkommen zu Krimi. Kaffee. Ist noch viel zu heiß, das lasse ich. Isn't that the cop who solved the big case and got promoted? Also auf dieser Straßenseite ja, auf der anderen nicht. Dann gehen wir mal rein. My class back in. Now I'm waiting for Gents, tables. drink. Phelps and Galloway, LAPD. I'm Benny Clough. This about Teresa Terrellson? Yes, it is. I heard about it on the radio. They're saying it was that Black Dahlia freak again? God damn it. Yeah, I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. Einen Moment. So, regt mich schon die ganze Zeit auf, dass ich irgendwie was in der Nase habe. What? Machen wir das nicht. Weg hier. So. Last content. What time did Teresa leave? Around 10:30, I think. Okay, von 8:30 to 10:30. Würde ja immer noch passen. Wir haben nichts. Truth. On foot, in a car, by bus? How was it? Ganz ruhig, Call for a Phelps. cab. Did you get the number? Sure I did. I like Teresa. The only time she has a drink is when things aren't going so good at home. I was worried about her. Er ist ein Putziger. Put out an APB on the cab. 3591. Should be traceable. Should be. Rye on Ice. Manhattan Gin Ricky. Okay. Ich glaube, danach würde ich auch ein bisschen... Es ist jetzt nicht bis zum Kotzen saufen, aber... He wants a 5-star goddamn wedding. Who was she with? We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of bums in here, but nothing to fit that description. Oder vielleicht doch? The likelihood is that whoever she left here with killed her. Give it up, Benny. All right, 2 creeps were all over her, promising to take her dancing. You get a good look at these guys? Sure, I got a good look. One of them was a sailor in uniform. His cap said, USS Indiana. And the other men? The other guy is Richard Bates. He's sitting in the back right now. Red polo shirt. Okay, das ist vielleicht mal wichtig, dass wir diese Frage richtig beantwortet bekommen haben. Any idea where she was headed? Nope. I didn't get that. Zeig nochmal. Any idea where she was headed? Nope. I didn't get that. Da kratzt er sich aber ganz verdächtig, ne? Leute, die sich kratzen, sind Lügner. She was murdered, Benny. Brutally murdered. If you like this lady, you should give us something. You telling me I'm not cooperating? Watch it, pal. Thank you for your help, Mr. Clough. We'll take it from here. Hey, no problem. Alles This is vergessen. Bates. Boah. That's him. LAPD, don't make me chase you, shitbird. Can't let the son of a bitch get away. Und wieso schreist du denn da auch hinterher, ey, Rusty? Bist du völlig krempeln? Just want to talk. Wird er jetzt vom Auto überfahren? Nein, okay. Come on, gotta ride. Get in and drive. Danke fürs Auto. Das ist der LAPD. leave me there. Who knows what this guy will pull when he's cornered? We could have a killer on our hands. Boah, Mann! Boah. Action Scene. Komm, Rusty, baller I don't ihn. think the killer would be kicking back in the bar where he met the Vic in. Listen, a creature of habit is your killer. For some reason, they're sticklers for routine. He's showing you how it's done. Ja, das war auch keine Absicht. Aus dem... Könnt ihr mal... Ah, shit, das wird nichts. Danke, dass er jetzt gerade langsamer fährt, liebes Spiel. Phelps, you gotta get me closer.
Ja, nicht so einfach. Fahr du doch. Clean this asshole off the road. Würde ich ja gern. Keep it steady and I'll try to bust his tires. Let's end this farce. All right, you got me. I've had enough. Das ist der LCPD. Give it up, LAPD. LAPD. Okay, Bates. You're gonna answer some questions. I have a choice in this. Der hat ein ugly face. Last night, you went drinking with a lady in the bar. Now she's dead, and your face is all messed up. I'm in the clear on that. Sowieso. She preferred a sailor. You could lay it off on him. Are we finished? Verdammt. Kann man nochmal... Last night, you went drinking with a lady in the bar. Now she's dead, and your face is all messed up. I'm in the clear on that. She preferred a sailor. You could lay it off on him. Are we finished? Schwierig. Guck mal, was wir bei Lai haben. You sure you and the sailor didn't take her somewhere and things got out of hand? Even cops need evidence. You got nothing on me that links me to that woman. Das stimmt allerdings. Ein Matchbook reicht auf jeden Fall nicht. You're off the hook. For now. Dann daute ich dich. Do you want my partner to sap you? Tell us what we want to know. She was okay. Drunk. Pissed off at her old man, wanting to go dancing. I thought I'd ply her with a few drinks and get my end away. Looks like your Salty had the same idea. So what happened when you left the bar? Leckerer Kaffee. Sailor boy laid one on me. A cheap shot. After that, I don't know. You do know. You've done time, haven't you, Richard? Is that why you ran? I'm on parole. On what offense? Sexual assault. Look, I was lying there on the sidewalk. He flags a cab and jumps in with the broad. We're taking you in, Bates. How come? Just for a chat. Nice private chat. Du bist auf Parole I'll explain my theory of once a degenerate, always a degenerate. und fragst dich, warum wir dich mitnehmen? He's a material witness in a murder Kommt die denn case. her? Find him a cozy cell. Richard here knows the drill. Auf Richie ist Verlass. Okay, drive 5 different vehicles. Ist bei mir eher crash 5 different vehicles. Reden wir mal kurz mit irgendwem. Ich weiß nicht, warum wir da ran müssen, aber wenn das Spiel das sagt, dann machen wir das. Ah, guter Kaffee, guter Kaffee. Ah, lecker, lecker, lecker. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need an APB out on a yellow cab, number 3591. Ask dispatch to relay all sightings to car 11K. What? No problem. I'll get on the radio. Were there any incident reports filed in the vicinity of Barron's Bar on North Beaudry Avenue? We're tracking a sailor who was involved in a fight outside the bar. I can check the reports, Detective. What shall we do with the drunken sailor? I have a message for you from Captain Donnelly. All Message right. reads, James Jessup, U.S. Navy able seaman, has information relevant to your case. Oh. Jessup is currently being detained at Central Station. Could be our man. Dann sollen wir mal dahin. Thank you. You're welcome. Denkt sie sich. Moment, andere Locations haben wir sowieso nicht mehr, ne? Dann reden wir mal mit dem Jessup. Auf zum Auto. Miau. Das ist theoretisch unser Car. Können wir nicht auch das da nehmen? Das sieht doch schöner aus. Wieso nicht? Ich finde es zwar irgendwie komisch, dass wir als Polizei einfach den Leuten die Autos wegnehmen. Oh, Rusty! Und mich schreist du an, wenn ich irgendwie jemanden mit dem Auto kurz anhupe? Ich fühle mich unfair behandelt. Moralapostel. Ah. Straight through. Ja. Ah ne, falsche Taste. Keep on going. Genau. Keep it on. Also liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ihr miträtseln wollt, sagt Bescheid und meldet euch im Chat.
Einmal nur kurz als Hinweis. Nach links? Okay, so go left at the next one. Wir nehmen diese next one. Das war ich. Wir fahren jetzt a greater movie season. Wir fahren jetzt übrigens noch bis zur Police Station und dann gibt's eine affengeile Pipi-Pause. Was? Achso. Was interessiert mich diese Landmarks? Also. Ich fahre noch auf Höchstgeschwindigkeit gerade. Ja, da sind wir. A great force in a great city. Join now. Job to be proud of. Zentrale Police-Station. Dann Pause. Pause. Silent. Welcome back. Diesmal mit nochmal einer Portion Kaffee. Aber wenn ich erstmal den Kaffee geschmeckt habe, ne, dann bin ich auch nicht mehr aufzuhalten. Ich mag Kaffee gern. Aber ich vertrage auch gar nicht so viel. Vor allem, wir trinken eigentlich den meisten schwarz. Eigentlich wirklich fast immer. Und davon ist es, das drückt dann schon manchmal auf den Magen oder auch aufs Gemüt, aufs Hirn. Und dann werde ich ganz hibbelig und zibbelig. Ja, aber nun denn, wir haben Kaffee. Hallo, Cutie Cat. Ja, miau. Sie ist da. Meine Lieblings-Cutie Cat. Mein Lieblingsmensch sogar. Weiter geht's, würde ich sagen. Ach ja, wir reden jetzt mit einem Typen, der irgendwo... Ach, du weißt schon. Thanks. What do you make of him? Sailor on furlough who looks like he's in trouble and knows it. Wenn die Leute wissen, dass wir verheiratet sind, ist es vielleicht nicht mehr so creepy. Dann ist es doch sogar süß. Süß. Ah, das ist der Kaffee, der aus mir spricht. Puh. Who's Interview Room 2? Interview? I used to be indecisive. Ah, da. Now I'm not so sure. Oh, ein super Gag, den sie immer wieder bringen. That's the cop from the newspaper. Wo ist denn jetzt? Ich war hier schon für... Ah, Halloin. Detectives Phelps and Galloway. We know why you're here, Jessup. So it would be best if you answered our questions truthfully. I don't want any trouble. That's why I'm here. I heard on the radio about this lady getting killed. I got leave from my CO to come down straight away. So why did you kill her? I didn't kill anyone. Look, you need to believe me. Let's start at the beginning. Da hätte ich fast wieder meine ugly Fresse über das Spiel gelegt. Aber mit dem Superscreen passiert das nicht mehr. Ja, schon 2 Jahre verheiratet. Aber was uns letztens aufgefallen ist, wir kennen uns schon. Ne, wir sind schon fast. Wir sind 9,5 Jahre zusammen. Ja. Jetzt weiß es die ganze Welt, das weißt du jetzt. Oh Gott! Hey, Moment. 2011 zusammengekommen. Okay, kennen tun wir uns 10 Jahre. Fast. Ziemlich fast. My CO is gonna kill me. Das weiß jetzt... Okay, oh Moment. Ein anderer Viewer hat das jetzt auch noch erfahren, was ich gerade gesagt habe. Bin gespannt. Contact with Victim. Genau. Was? Ich habe dir auch überhaupt nicht zugehört. Typ. You went to Baron's bar. What time did you arrive? I got a 24-hour pass. I got there around 7. That's where you met Teresa Terrelson? Sure. We had a couple of drinks. Und mehr. So you tried to make a woman who was incredibly drunk? Look, I'm not proud of myself, but I never hurt her. You took her dancing? That's right. Caught a cab to the Crystal Ballroom. Ich hatte mal gemerkt, dass wenn ich hier eingeloggt bin, mein View nicht gezählt wird. Wobei ich auch nicht dafür schwören würde. Darauf schwören. Ich muss mir kurz das Log angucken. Ich habe überhaupt keine Ahnung, mit wem ich hier eigentlich rede. Nochmal.
Er hat Informationen relevant zu meinem Case. Er ist halt doch dann extra gekommen, oder nicht? I don't want any trouble, that's why I'm here. Okay. From the CO ist Chief Officer oder so? Captain? Irgendwas? Der 1O? Ja. So why did you kill? I don't kill anyone. Let's not around 7. Das kann stimmen, weil um 8:30 ist sie ja losgefahren, die Theresa. Und dann wollte er sie bimsen. Dann ist hier noch jemand inkognito. Das kann sein. Aber die Person kann auch einfach so zuschauen. Das will ich ganz klar festhalten hier. Niemand soll sich genötigt fühlen, in den Chat zu schreiben. Bates. You had a fist fight with Richard Bates over Mrs. Terrellson. You met the guy? He's a creep. You should take a look at him for this. He is a creep, aber... Wollen wir kurz gucken, was er sagt, wenn wir lie sagen? I don't believe you, Jessup. You let Bates have it. What's to stop me from thinking that you lost your temper and slugged Teresa Terrellson too? What have you got that says I hurt her? You got nothing on me. Nothing on me. Naja. Verdammt, haben wir nicht. Nee, dann reden wir erstmal. Aber guck mal dein Gesicht an. Dem kann man nicht trauen. Also, nochmal? You had a fist fight with Richard Bates over Mrs. Terrellson. You met the guy? He's a creep. You should take a look at him for this. Ja, da der Blick nach unten und die Lippen. Er hat wieder was zu verheimlichen. Cutie Cat, würdest du eigentlich sagen, der Ton ist gut? Ich wechsle ja immer jetzt zwischen den Spielen, deswegen, und L.A Noire ist ziemlich laut. Und deswegen weiß ich manchmal nicht, wie tief ich eigentlich... Also kann man die Stimme gut verstehen, ist meine Frage. He's pointing the finger directly at you, Jessup. I only had one night before I was back in the tub. He had all the time in the world to look for some action. I belted him. I'd do it again. She was better off with me. Sure. You're a shining example of chivalry, Jessup. Danke, Cutie Cat. We're holding you till we can clear this with the driver. Yeah, my CO said as much. Can you put the guy in 2 in a cell and inform the commander? Sure, Detective. Got a message for you. Sighting of your disfigured hobo on Grand between Temple and Sunset. And it looks like the beau has a record, too. He's wanted in connection with 2 female assaults. Thanks. Bisschen lauter ginge auch. Okay, vielen Dank. Dann mache ich es doch nochmal ein bisschen lauter. So. Dann gehen wir mal zum Hobo-Camp. Leave him be. Was, Mann? Was? Okay. Plötzlich, jetzt hast du gerade gesagt, ein bisschen lauter ginge auch, dann wurde die Musik so laut. Ich hoffe, jetzt ist es nicht zu laut. Rusty, komm schon. 3 suspects in the can and 1 on the hoof. And still no hard evidence on any of them. Hat er wohl recht. Das sieht nicht so gut aus. Der Fall. Schwierig. Ja, immer kacke mit Musik und Gespräche, das stimmt. Manchmal ist die Musik, also es sind auch, das Problem ist, es ist noch nicht mal Musik, ist immer laut, sondern manche Lieder sind auch lauter als andere, so wie dieses jetzt. Und den Dialog habe ich schon so laut es geht gemacht. Ach, jetzt muss ich ja da wieder irgendwie runter. Ah ne, hier parken. Haben wir endlich unseren Täter? LAPD! We'd like a word with you. Save it for someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. 6 rounds won't get us far. I need you to stay copacetic. You need to hold out for the cavalry.
How do we do that? Like this. Ooh, motherfucker! If you want your rightful share, we need to fight for it! Immer aufs Fressbrett. Triple Attack! Motherfucker! Ja, richtig so Phelps. What's your name? Comrade Stalin. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. Downtown. Stuart Ackerman, der Name sagt mir was. Kam schon mal. Dann lieber ein bisschen leiser. The Kremlin's over here, Phelps. Toss it, see what you find. Ich lasse es jetzt doch noch so, wie es ist. Weil jetzt ist ja wieder die Musik auch leise. What? Achso. Kann ich es jetzt... Ackerman doesn't look like much of a dancer. Achso, okay. Ich dachte, so ein Besauftanz schon, aber nicht so Ballroom-Dancing, das stimmt wohl. Ah! Mal schauen, was hier passiert ist. Still working, Jack. I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. He's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Take a seat, Courtney. Ich erzähle euch gleich, wer beide sind. Okay, der Jack, das ist ein Typ aus dem Krieg, den wir kannten, mit dem wir uns nicht gut verstanden haben. Jack. I told you I would have nothing to do with that. I'm fine too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them, that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors, but they've been moving it on to addicts, and they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest. My problem is that people are dying, and that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. Wingardium Leviosa. We want you to negotiate, Jack. The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. For God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained, Jack. I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon. Dankeschön, Cutie Cat. Aber das, ja, selbstverständlich. Okay. Ja, der Jack war ein Typ, nee, Jack, doch, genau, Jack war der Typ aus dem Krieg, mit dem sich Phelps nicht gut verstanden hat. Und Courtney ist jemand, den haben wir schon häufiger in den Newspaper-Scenes da gesehen. Es gibt immer so kleine Zwischensequenzen, wenn wir einen Newspaper finden. Und ist wohl mit einem Harlan Ellison, kann es sein, dass ich den gerade mit dem Autor verwechsel, aber so ein ähnlicher Name, zusammengeraten, der Psychiater für die Reichen in L.A. ist. Und auch irgendwie Dreck am Stecken hat, bei dem ich glaube, dass er die Leute, die zu ihm kommen, so manipuliert, dass sie die kriminellen Taten, die er gerne machen würde, für ihn ausführen. Okay. Looks familiar. Ja. Safe better to match the mark under Teresa Terrelson's chin.
Können wir da jetzt raus wieder? Dankeschön. Okay, alle Clues haben wir gefunden. Das eine sieht aus wie ein Bodybag, aber lassen wir da einfach mal liegen, okay? Advice? Teresa's trail leads right to this cabbie's back seat, Phelps. We need to find him. Ach, der Cabbie, okay, der Taxi-Driver. Wo sind eigentlich die anderen Hobos jetzt, die wir geprügelt und erschossen haben? So ein bisschen Mundharmonika-Musik hat noch wie geschadet eigentlich. Okay, haben wir hier ab. Kann man da auch durch? Nein, ist da wieder drumherum. Ach, jetzt sind die. Da kommen die Hobos wieder. Sind wir einmal rausgegangen. Jetzt wieder da. Es geht, buddy. Get the facts first. You can distort them later. Woo! Rusty! Okay, wieder zurück zur Police Station. Okidoki. Irgendwie viel zu lang. Ja, Husband has an stimmt. alibi, but no real motive other than neglect. Jessup's alibi checks out. Bates is a recidivist. He'll be pulling the same stick until we put him away for good. Ackerman has history, opportunity, hard evidence. What motive? We have the evidence. We know she was here. All we need is a confession and we can charge the bum with murder. Die Gesichtsanimationen sind zwar ziemlich gut, auch creepy, aber auch gut. Aber die Bewegungen sind wirklich manchmal ein bisschen steif. Ach, durch diesen Tunnel fahre ich irgendwie nicht so gern, weil ich nie weiß, wo ich dann rauskomme. Manchmal muss ich dann eine Kurve fahren und fahre eine ganz andere Richtung. Aber diesmal nicht. Zentrale Polizeistation. Okay, Ackermann. Infos? No good John with me, detective. Okay. Interview room 1. Ackerman, you were in the Marines. How do you know? The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? Good Cop, Bad Cop oder was war sie gerade? Okay. Ackermann, wie siehst du aus? Ha? Hab ich dir ordentlich aufs Maul gehauen, wa? What are you staring at, boy? Morde für Mörder, Why did you kill Mrs. Terrelson? I have no recollection of the people I have killed. Also wir haben Evidence. Are you denying that you strangled Mrs. Terrelson with a length of rope? I'm not denying anything. You have to have proof, lackey. Vielleicht das Bloodstained Rope Piece? Maybe? Just a hint? Hunch, meine ich? We found a matching piece of rope in your lean-to. I think we'll find the blood will match too. I own no property. How could it belong to me? It was in your fucking shack. A bus driver dropped Mrs. Terrelson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. Der Typ soll 36 sein? You're lying, Ackerman. There must be a reason. You could have killed her in the camp. My reasons are my own. Can you disprove what I say? Nein, kann ich nicht. Den Cab-Driver sollten wir langsam mal finden, ne? Nochmal zurück. Sorry. Sometimes you have to shake the tree to see what falls out.
Nochmal. Echt 36, okay. A bus driver dropped Mrs. Terrelson near your camp around 2 a.m. Why Bus did you take driver? her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. Ich dachte Cab Driver. Okay, er guckt auf jeden Fall sehr weird. You are clearly insane, Ackerman. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. Their necks are so fragile. Okay. Stuart Ackerman, I am charging you with the murder of Teresa Terrelson. Das war eine einfache Confession. A man down on his luck I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society I cannot stomach. Maybe poor Teresa Tarleton will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. Wir beide? Nicht nur Fabs? Case closed. Man. Sag doch. Every witness counts, even the cabbie who was among the last to see Teresa Terrelson alive. Ja. Und wieso? Ja, stimmt. Und wie hätte ich den finden sollen? Hätte ich nochmal... Habe ich schon gefragt, wieso wir den nicht... Wir konnten ja bei der Location konnten wir eine Police Station angeben. Ich habe mich schon gewundert, warum er Busdriver sagte, obwohl wir eigentlich mit einem, worum es über einen Cabdriver, obwohl es eigentlich um einen Cabdriver ging. Ich muss mal kurz was tun. Das nagt sonst zu sehr an mir. Was sagt die Komplettlösung über diesen Fall? Und oder wenigstens halt nur über den Cabdriver. Mehr will ich ja gar nicht wissen. Ich dachte, auch hier geht es die ganze Zeit. Es gibt auch einen Cabdriver, okay? Okay, da die Crime Scene, Laundry bei den Terrelsons. Reden mit dem Mann in der Bar. Dann Richard Bates. Genau, das war der komische, der aussah wie so ein Fratboy. Dann in der Police Station mit dem James Jessup. Ah ja, genau, der Marine-Typi. Bus Depot. Wieso haben wir die Location eigentlich gar nicht bekommen? Rusty will mention a bus depot.
Habe ich nicht gesehen, dass wir das in den Locations irgendwie hätten auswählen können. Ah, vielleicht nur, wenn man nicht schon die anderen Fragen richtig hatte? So als, hier könnten sie auch noch hin? Das ist ja manchmal im Spiel so, dass man nicht alles, dass wenn man nicht alle Clues findet, das Spiel einem immer noch hilft, dann noch so viel Clues zu bekommen, dass man den Fall noch lösen kann. Aber der Busdriver hätte auch nur gesagt, der Sailor sagt die Wahrheit und Theresa war confused and lost. Und she was dropped off near a hobo camp. Das haben wir ja alles. Und dann beim Hobo Camp, Central Police Station. Okay. Ich weiß nicht, wie wir das mit dem Cab Driver hätten machen sollen. Benny Clough. Richard Bates. Achso, nee, das ist... Ach, Benny Clough war der Typ in der Kneipe. Das wissen wir auch. Ah. KGPL will inform you of the Yellow Cab's position und Location im Notebook. Haben wir wohl aus Versehen mal zu schnell, glaube ich. Aber fuck it, wir haben jetzt der Typ war sowieso irre und crazy. Weiter geht's. Lecco mio. Nächster Case. Mann. Ladies and gentlemen. Freut sich Phelps. Ja, schon mal mit Ray, als wir befördert wurden. So eine Zwischensequenz hatten wir noch nie. Ist Phelps einfach in der Freizeit? Freizeit Phelps? Okay. The Studio Secretary Murder. Dum dum dum. Oh, lady. Of course we will look into it. Of course. Yes, I'm aware that it's an election year. No. Keep a hold of your hat, Counselor. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hocked a rose gold wedding ring and matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. Right, Skipper. Jetzt, wo er es sagt, es waren auch bisher alles White Women. So. Was auch immer das heißen soll, genau. Pawn Rings. Jemand hat also den Ring, der damals von der... in einem Fall von diesen Black Dahlia Murders wurde... Ja, ich habe ja gesagt, wurden die Eheringe auch abgenommen. Und den haben wir anscheinend wiedergefunden. Oder der wurde halt in einem Pawnbroker hier... Pfandleihe wurde er abgegeben. Mörder. Und wieder jemand gestorben. Übrigens nochmal zu dem Case von vorher. Ich glaube, das Outcome wäre das
dasselbe gewesen. Und nochmal, schlechtes Game Design. Pass auf. Das Game will, dass wir 100% machen. Es gibt ja das und das zu entdecken, Autos zu sammeln, irgendwelche Locations anzuschauen und so weiter. Gibt einem dafür aber nicht so die Chance. Kann man natürlich jeden Case nachspielen, okay. Aber dann alle Clues... Das Ding ist nämlich, wir finden ja nur alle Clues und können mit allen Leuten reden. Jedenfalls war es schon mal so, wenn wir, bei dem anderen Fall, wenn wir manches verkacken und uns das Spiel dann hilft. Das heißt, um alles zu erfahren und jeden zu finden, muss ich was anderes falsch beantwortet haben. Aber wenn ich was falsch beantworte, wird das am Ende auch ein schlechteres Ergebnis geben. Nee, und es braucht halt länger. Aber länger ist ja eigentlich gut, weil ich will ja mehr erfahren und deswegen noch mehr mit Leuten reden. Aber wenn ich Sachen richtig mache, dann ist es kürzer. Ach Mann, egal. Es macht aber auch Spaß, das Spiel. Na, so ist nicht. Langsam macht Spaß, jetzt wo ich langsam verstehe, wenn Leute lügen und wenn nicht. Pawn Rings. Rose Gold Rings belong to Deirdre Moller. Pawn and Globe, Loan and Jewelry. Dann gehen wir mal rein. Erst zum Pawnbroker oder erst zum Railyard? Wenn jemand zuschaut und mir dabei helfen möchte, diese Entscheidung zu fällen, dürfen Sie das gerne tun. Erstmal den Ring. Ja, oder? Zur Leiche können wir dann ja immer noch. Also, ich meine, man kann beides dann immer noch. Also ich glaube eher, dass wir beim Pawnbroker eher einen Clou finden für den Railyard, als bei dem Railyard etwas für den Pawnbroker. Oder? Ich würde schon sagen. Sagen wir hin. Tschüss, Captain. So. Another body. You know you've made it. And Deirdre Muller's ring. The Emperor may soon have to come to terms with the fact that he's wearing no clothes. When exactly did you get that book of riddles shoved up your ass, Phelps? Is that what your old man paid college tuition for? You got a problem, pal? Isn't he the cop they've been talking about on the radio? One another accommodate. Nati hat recht, der läuft schon ein bisschen komisch. Jetzt fahren wir Auto. In einem guten alten Police Car. Rusty, come on! You've got to admit, this is looking odd. Anyone could pawn a ring. But if you take it along with all of the other indicators... Cole, Hugo Moeller was identified by the school's groundkeeper. He's our guy. Witnesses have fingered the wrong guy before. He ran, for God's sakes. And he always maintained he was set up. This officer needs help. Bank of America 7th and all. Langweilig diese Fälle. Da fahre ich gar nicht erst hin. Erstmal möchte ich wissen, ob nach dieser Unterbrechung auch Phelps und Galloway noch weiter miteinander reden. They do not. Money to loan on everything we buy, sell and trade. Chains and rings, yes. Ja, aber auch gute Chains and Rings. Ding dong. How can I help you boys? Halloin. Noch andere gestohlene Ware? Nein? Okay. Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Am I gonna get something for this pledge? Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? $50? Try another number. 20? Try 10. Feel lucky you're getting it. I have the rings right here. Erst bei denen? Does this mark mean anything? Hallmark. Gives you an idea of the quality. 22K. Karat? What's this mark here? Maker's mark. Usually traceable. That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. Thanks for the tip.
Mhm. Was soll uns das bringen? Dass wir wissen, wer die Ringe gemacht hat? What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build. Dark hair, I think. Sorry. He just had one of those forgettable faces. We'll be in touch, Mr. Bremner. Shelley. Hieß Courtney nicht Courtney Shelley? Also der Typ, der manchmal in diesen Newspaper-Zwischensequenzen kommt? Ich meine ja. Ich meine ja. Okay, hey. Rusty, was sagst du? I'm at a loss. All right, we're rolling. Out to the rail depot. Rail Depot? Okay. Nicht vorher noch... Upsa. Okay, woanders können wir nicht hin. Na, okay, dann fahren wir zum Rail Depot. Goodie. Einmal wenden. Hey! Polizei wendet hier. Aus dem Weg. We have a problem. We could have the local troopers check out the Tulare County address. The address is bogus. Purpose having fun with us. The guy who's been sending the Dahlia letters is also the guy who pawned these rings. How do you figure that one? Percy Bysshe Shelley wrote the poem that came with the Dahlia letter. The Dahlia letters are genuine. The man who killed Elizabeth Short may have also killed Deirdre Mullen. And how do we prove that, Phelps? Skipper ain't gonna like this one bit. We're gonna have to rely on this guy tripping up on his own vanity. Any Central Unit, Car 16 Adam reports a possible jumper at 8th and Hope. The Methodist Church unit to handle code 2 identified. Jumper? Klingt interessant, aber nein, danke. Wenn man ein bisschen was... muss ich jetzt hier runter... bevor wir den... Absolutely fireproof. Ich wollte einfach nochmal die Sirene anmachen. Nicht hier lang? Nein? Okay, was hast du wo lang? Buddy. Okay, at the next corner, hang a right. Okay, da. Ich glaube, ich sehe es auf der Menü. Ich dachte schon, er wollte über die Straße von mir überfahren werden, der Typ. Ja, komische Ampel. Take the next right. Ja, okay. Nein, du hast recht. Sollte ich tun. Mimim. Ja, ich bin Polizei. Ich darf nur hochfahren. So, jetzt sind wir gleich am Tatort. Schauen, was uns erwartet. Ist wieder die gleiche Mordwaffe wie auch bei den anderen Zwischensequenzen. We should keep this development with the rings under our hat until we speak with the captain. We're all on the same team, Rusty. Are we? Chain of command, Phelps. The skipper will decide who needs to know. Got it? I get it, Rusty. I just don't like it. Der Coroner, der gefällt mir. Hard, isn't it? Yeah. I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. I came down here to make sure him and the other guy, Jameson, stuck around. Jameson found the body? Something like that. Guy makes me sick. We'll talk to the coroner. Keep an eye on both of them. Okay, erstmal nach Clues suchen. Blues Clues. Hey, Coroner. Einmal rüberlaufen. Flaps. Blood splatter on the carriage. She must have been struck while standing up. Ja, das haben wir auch gesehen. Ist dazwischen noch was? Beautiful day. I hope we have no trouble. Nee, selbst die Musik geht aus, wenn wir hier langlaufen. Dann sind wir falsch.
Yes, no. Okay. Nichts weiter an ihren Fingern dran. Okay. Gleich links. Ah. Another missing ring. Another missing ring. Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently. Und die Fingernägel sehen auch immer weird aus. Also als hätten sie wahrscheinlich gekratzt gegenüber dem, also auf das Victim. Auf den Täter. Smell? Very good. There is the usual evacuation smell, but it appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell of alcohol. Well, the autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. Schon wieder 2 a.m. Es ist immer 2 a.m. What you say, Corona? Die Ecke. So. What have we got here? White female, approximately 40 years of age, lipstick smudges on the face, but no writing, at least nothing legible. A blunt force trauma to the temple, nose, and eye regions. Ligature marks point to the probable cause of death being strangulation. Schon wieder. Any idea of the time of death? From her temperature, after midnight would be my guess. Wurde das schon hier so hingelegt auf dem Teppich oder haben die das, also meine Kollegen, das gemacht? Okay. St. David Street, Bridgeport, Connecticut. Dear Evelyn, I hope that this letter finds you in a better way than when we last parted. Nicht painted. Better words were exchanged. You had taken too much liquor and we both know what that makes you become. But I am not writing to harass and accuse. I am writing to apologize. I was heartbroken seeing what had become of my little girl and what she is doing to herself. Come home. You are destroying your body and your soul with liquor, Evelyn. And it is harder for me to watch than you can imagine. But only God Almighty above us has the right to judge. And so I beg your forgiveness. I've been in contact with a sanitarium here in Connecticut on your behalf. They say your condition is an illness, Evelyn, and that it can be treated. You only need to check yourself in. It will not. We could go over to the lot and see what they know about her. The Keystone Film Company. That's going to be difficult, Cole. Keystone Studio lot closed back in 41. Ah, okay. Go only until... Okay. Wieder jemand, der in seinen alten Schauspielerträumen festhängt? So wie auch schon andere Opfer vor ihr? Sind noch alle besoffen, alle verheiratet und alle... Maybe someone at Mensch's will remember her. Mensch ist bestimmt eine jüdische Bar. Sagt man das? Sagen das nicht so? You're a real Mensch? Also als Lob? Ich dachte, das wäre so ein jüdisches Wort. This is a chit for personal items, not booze. It's an angle worth investigating. Steht drauf. Too large shit case. Small shit case. Bedroll, pillow, plain bed sheet. Another shit. 3 photo frames. Hairbrush, bowling pin. Statuette. Makeup, clothes. Okay, die Clues haben wir schon mal. Wir wollen mit den Leuten reden. Stay out of my way and I will stay out of yours. The city keeps tossing us dead bodies. We're just running to catch up. Okay. Was? Okay. Nothing. Take a smarter man than me to connect that.
you can fake sincerity, you got it made. Hier ist noch ein... Ja, wir haben ja alle Clues. Jetzt noch kurz an den Telefonapparat. Wird jedenfalls angezeigt, dann werden wir noch benutzen müssen. Können, dürfen. Hier am Auto. Ah ne, da das Ding. Okay. Mal schauen, was er genau herausfinden will. Vielleicht die Adresse von der Bar oder so? Cole Phelps, badge 1247. How can I help, detective? How can I help, detective? I need an address on Levine's Liquor. Closest store to the Santa Fe Avenue rail yard, if possible. Just a moment, detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Thanks, ma'am. Da gehen wir später hin. Erst einmal retten wir mit den Leuten. That's what cops do, retten mit den Leuten. Halloin! Detective Phelps and Galloway, homicide. Can you tell me exactly what happened? We were shutting cars over to the main line when I saw this man here lying on top of this woman. The woman wasn't moving and seemed to be in a bad way. What time was this? About 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your details? I have, sir. Thank you. You can go now. 7:30 this morning und er wollte... Boah. Bin ich mal gespannt, was du zu sagen hast. Detective Phelps, LAPD homicide. John Ferdinand Jameson. We need you to answer some questions, John. If you don't mind, I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. What were you doing to the body, Ferdinand? Are you sure you won't be upset? Try me, Ferdinand. I was kissing her. It's not against the law. Shut up. There's no Take law your against beating it. like a man. Turn out your pockets, Ferdinand. Classic Carmine. Das hatten wir schon mal. Und wurde gerade benutzt. Oder irgendwann mal, ich weiß. Is this yours, Ferdinand? No. I found it near her purse. I thought she could use some lipstick. Rusty, stop! Don't hit him. Okay, John. 24, der ist jünger als ich. Ah, okay, vielleicht. You found the body? Yes, I did. I work here. I was coming off shift and headed home. Du guckst aber... Okay, da ist schon auch was, ne? You're lying, Jameson. I think you lured this poor woman out here and killed her. You're crazy. What makes you say I killed her? Ja, gute Frage. Ich wollte nur mal gucken, was du sagst. Vagrant Lifestyle, okay, sie war betrunken. Time of Death, After Midnight, Handbag. Upper half of torn letter. Warum wurde er torn? Finde ich auch eine gute Frage. It's nothing personal. I'm just doing my job. Ich tausche dich einfach mal. Why didn't you report the body, Jameson? Do you know how this is going to look to a jury? A jury? What gives? I could tell that she was dead. I came through here about midnight last night. She wasn't here then. Let me belt him again. Midnight war sie nicht hier. Es passt bisher zu den Zeiten, die wir kennen. 2 Uhr soll sie ja gekillt worden sein. You went through her purse? It wasn't like she needed it. I took a look. Okay, ich glaube, das ist die Art des Spiels, uns zu sagen, er sagt die Wahrheit. Did you take any money? Wasn't any to take. I found her lipstick and her matchbook over on the mat. Not much else. You're under arrest, Jameson. We'll see how this plays out. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated if you were found dead. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of mine... Clyde, you get this sack of shit into a cell? I'll deal with him later. Sure, Rusty. Rusty ist zwar jetzt auch nicht moralisch ganz korrekt, aber ich mag ihn auch manchmal. Also sind wir fertig hier?
Rusty, was sagst du? I'm stumped. Ideas? I say we try the liquor store next. I could get a short dog for the car. Ja, ansonsten haben wir alles, ne? Clues haben wir, mit den Leuten geredet. Beautiful day. Wer bist du noch? I hope we have no trouble. Was ist das hier? Auch völlig egal. Dann lass uns mal ins Auto. Rusty, are you coming? Too slow, Rusty. I'm busy here, Phelps. Mensch's Bar oder Liquor Store? Gehen wir jetzt mal zum Liquor Store. Meinte Rusty auch, er will sich ja noch was holen. Read that those goddamn Chinese want to sell the relief food that we're sending them? Yeah, I read about that. People are starving. They can't do that. Want to sell the food to fund the civil war against the communists. Really? Guess that's okay then. Armies can't fight without food. Spend all your money on weapons, but you still have to have the will to fight. Fortunately, the Reds will win in China. Watch your mouth. You know what you're saying? The people of this country overthrew a king. You think the Chinese will balk at an emperor if they are starving? KGPL to all units. Citizen reports man with a gun. Das regeln alle. Rockwood Street, Union and Rockwood Street. Unit to handle code 2, identify. Renn. Ja, gut, ausgelesen. Nicht schlecht, Cole. Das ist der nearest store. Schon ein bisschen weit weg. Drive safely. Attaboy, up there you go right now. Okay, machen wir gleich. To the right. Ah! Watch it, will you? Er hat wohl seinen Führerschein im Lotto gefahren. Kennt ihr das? Haben das eure Eltern auch immer gesagt? Take the next left. Ah, ich war noch eine left. Also eine next. Also hier left. Beach. Also der Typ, der gerade... Also... Ich war schon auch ganz von Anfang an der Meinung, dass wir nicht immer die richtigen eingebuchtet haben. Und der Black Dahlia Killer scheint immer noch unterwegs zu sein. Und das MO wechselt auch immer so ein bisschen. Ich weiß auch nicht mehr. Phelps, du wirst das schon rauskriegen. Levine? Weiß ich genau, was? Levine's Liquor Store? Ich glaube Levine. Passt auch zu Wein. Levine. What can I do for you? LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? You knew Evelyn Summers, Mr. Robbins. Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. Deswegen der Bon, den wir gefunden haben. Quittung. Das ist schon was mein. Was ist denn noch? War er mal bei der Polizei oder? Ach nee, das ist, glaube ich, Alkoholwerbung. You got some fine stock here, Mr. Robbins. You know, you let us take some for the road, this case might get solved a lot quicker. He's joking, Mr. Robbins. Das hoffe ich doch, Rusty. She kept a bed here, but I probably shouldn't have let her. An alcoholic in a liquor store. That was never going to work out, was it? We'll take a look around. Hat er schon recht.
Es war auch gemütlich, sieht es jetzt gerade aus, aber wahrscheinlich das Licht. Bowling Pin. I'm guessing Evelyn hadn't held down a job for quite some time before she was killed. Ist das irgendwie anonyme Alkoholikerzeichen oder so? Na, wie meint er das? Rawlings Bowling. Rawlings Bowling Alley. Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. Guess so. Rawlings. I know that place. Corner of 9th and Grand. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. Ja, wollen wir irgendwann hingehen. Was ist das da ganz links? Ihr Oscar? When exactly did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music. Okay. Ist auch eine Connection. Es gab ja auch... Halloin, Hendrik! Good morning in the morning. Es ist ein neuer Fall. Wir sind auch schon ein bisschen dabei, aber noch gar nicht so lang. Wir können kurz ins Log gehen, damit du siehst, was passiert ist. Oder ich kann es ja auch sagen. Eine Frau wurde, wobei die ja alle irgendwie ein bisschen zusammenhängen. Eine Frau, Evelyn Summers, ich denke mal, das ist die linke hier, wurde am Bahnhof wieder mit so einem komischen Gerät, Werkzeug gehauen, erwürgt mit einem Seil, dort gelassen. Wir sind zum Rail Yard gegangen, wo sie halt ja liegen gelassen wurde. Also so ein Zug vorbeigefahren gerade und da hat der Täter sie überrascht. Und als wir dann dort waren, am nächsten Tag, da waren zwei Typen. Der eine hat sie gefunden, der arbeitet für den Rail Yard, und der andere hat sie auch gefunden. Sie war aber auch gerade dabei, die Leiche zu küssen und sie mit Lippenstift einzuschmieren. Der war ein bisschen creepy, aber wahrscheinlich nicht our guy. Sie hatte ein paar Sachen bei sich und unter anderem so eine Quittung, wo irgendwie ihre Possessions drauf standen, und diese Quittung war von diesem Liquor Store, wo wir gerade sind, und da hatte sie sich wohl irgendwie, war halt irgendwie häufig, war so eine Landstreicherin, häufig am Saufen, Alkoholikerin, und hat dann hier im Liquor Store bei einem Freund ihres Ex-Mannes übernachtet. Und was für Clues wir haben, gucken wir uns gleich noch an. Das sind nämlich die hier. Also sie ist Evelyn Summers, Murder Victim. Dann haben wir Nelson Gaines, das ist, genau, der hatte einen Zeuge, der sie gefunden hat. John Ferdinand Jameson, der Zeuge, der sie auch ein bisschen eklig behandelt hat. Und Roberts, das ist der, wo wir gerade sind. Der Liquor Store Owner. Freund ihres Ex-Mannes. Und die Clues, die wir bisher haben. Ringe, die wir in einem anderen Fall hatten, wo wir angeblich den Fall gelöst hätten, wurden bei einem Pfandleiher verkauft. Hat mit diesem Fall an sich nichts zu tun, aber ist interessant. Von Deirdre Moller, die Ringe. Von Percy B. Shelley. Und ich meine, Courtney, der manchmal in diesen Newspaper-Cutscenes kommt, heißt Courtney Shelley. Vielleicht ist Percy sein Bruder oder so? Missing Ring. Ach genau, auch wieder bei diesem Victim fehlt der Ehering. Ja, Vagrant Lifestyle, also Alkoholikerin. Time of Death, 2 a.m. ungefähr, nach Mitternacht, meinte der Coroner. Im Handbag war ein Brief, aber kein Lipstick. Der war auch drin, hatte aber ja der eine Typ, der sie gefunden hat und geknutscht hat, hatte dann sie damit eingeschmiert. Da war ein Letter an Evelyn, wo, glaube ich, irgendwer, ich denke mal ihr Mann oder so, hat geschrieben, hey, vielleicht Shelby? Ich dachte Shelley. Hatte geschrieben, ja, es ist eine Krankheit, vielleicht sollst du mein Sanitarium, ich habe mich schon da gemeldet für dich, bitte geh da hin. Also eigentlich klang ganz lieb, aber anscheinend wollte sie nicht. Und sie hatte mal einen Job bei den Movies. Und zwar irgendwas mit Sound. Copyright Music oder so. Genau, da der Lipstick. Und da sind wir jetzt gerade. In ihrer humble abode. She wasn't always such a loner. No, she wasn't. Mit anderen Gesichter sagen wir jetzt nichts. Dear Diary. Evelyn was reading Aristotle?
Evelyn wasn't stupid. The only stupid thing about her was her need to drink. Ich wollte es gerade aufmachen. Junge, Junge, nochmal. And she was borrowing books from Grosvenor McCaffrey. Grosvenor? Was ist denn das für ein Name? Ich dachte Governor. Okay, sie kennt wohl nicht den Governor. Das war schon. Broken Mirror, das gibt 7 Jahre schlechtes Glück, also Pech auch genannt. Dann reden wir mal mit dem Guy. Wo ist jetzt die Kamera hin? Er hat doch gerade noch mit uns geredet. Oder meinte er das mit Evelyn? Wasn't stupid. Okay, Mister. Wann hatten Sie Kontakt mit Whittingham? We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit? To pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Ich glaube, das stimmt. Any idea where the money came from? She didn't mention it. But she did say the booze was a present for a boy. She said they had been fighting and she had to make it up to him. A boy. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? Many people will be sad she's gone. I'll be one of the few. Er hat aber auch ein Pokerface. Sein Mund macht diese eine Bewegung, aber ich glaube ihm jetzt mal. Ich mal schauen, was Phelps sagt, wenn wir sagen Lüge. Why the ongoing interest in Evelyn, Mr. Robbins? You sure you had nothing to do with the breakup of her marriage? You think you can prove that I was involved with Evelyn? Nee, ehrlich gesagt nicht. Wir wissen, von wem dieser Letter ist. Da stand nur David Street, Connecticut. Dear Evelyn, verdammt. Nö, können wir nicht. My mistake. Doubt oder Truth? Ich muss nochmal fragen. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? Many people will be sad she's gone. I'll be one of the few. Ah, da ist doch noch mehr. Oder hier, dein Schlucken verrät dich doch. Ja, würde ich auch sagen. Also er hat eine sehr schöne, ruhige Aura. When Evelyn bought the booze, verdammt. Did she say who she was meeting or where she was going? A young drinking friend of hers, I think. Don't recall his name. Okay. McCaffrey. Do you know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. Irgendwann musst du doch mal lügen. Das ist genau das gleiche Gesicht wie gerade eben. Nur, dass er nochmal nach unten guckt. Ich glaube, jetzt können wir anzweifeln. Ah, bist du schwierig, Mann. Oder Intuition Point. Wir haben auch nur 3. Das Spiel ist nicht so einfach. Doubt? Okay, wenn du das sagst. We're struggling for leads, yes. Robbins. Did she know McCaffrey? She idolized him. From what I gather, the feeling was far from mutual. He seems to peddle a revolutionary stance, fixing the ills of society. You could see how it would appeal to down-and-outs like Evelyn. Thanks for your help, Mr. Robbins. No problem. Hey, I'd like to make arrangements for the funeral. You think I could get in touch with Evelyn's mother? Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. He'll be trying to reach the next of kin. Thanks. Get the guy, huh? Evelyn never hurt anybody. Okay. Was sagst du, Rusty? So what next? I say we check out Mensch's place. By the smell, this broad spent a good chunk of time hopping bars. Ja, gehen wir zu Mensch's Place. Danach zu Bowling Alley. So, Mensch. Mensch.
Das wird doch... Mensch. Ich weiß auch nicht, was ich sage. Irgendwas Lustiges und ich habe Trouble in Gag zu finden. Was für eine... All units in the vicinity in any Central unit. A 211 is shots fired. Shots fired, I don't fucking care. Can handle code 3, identify. Mensch's Place. Wo ist er? Ach da, das rote Ding. Das sieht aber ganz schön aus. Ich mag so rote Türen und nenne mich mal einen Irish Pups. Hey Pups. Drink, fellas. Phelps, Galloway, Homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Evelyn Summers? What is it now? What is it As now? well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask around. Okay. Da sitzt jetzt zum Glück nur einer. Nächstes Ziel. Nachkommen. Menschenskinner! Ja, Dankeschön, da haben wir den Gag. Schade, dass ich jetzt gerade schon wieder auf Toilette muss, Heldrick, aber ich muss. Aber du kannst ja schon mal nachdenken, was wir gleich... Viel Spaß. Bis gleich. Was soll denn das denn jetzt, Mestemba? Hallo zurück, Mestemba! Schön, dass du da bist. Heldrick, jetzt muss ich nochmal kurz zurück. Menschenskinner, dann geh. Hello again. Bonjour, alles fresh. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich hören? Ihr könnt mich hören. Klar, yeah. Pause. Pause vom Wochenenddienst. Oh, cool, sagt Miss Temba. Es ist nicht cool, das kann ich schon mal sagen, aber es klingt cool. Das auf dem Lebenslauf klingt es ganz cool. Macht Feuerglatze AA? Ja, ich hatte AA gemacht. Ich hatte nämlich heute Kaffee getrunken, Creme und Kaffee am Sonntag. Deswegen muss ich häufiger einfach mal scheißen. Und gerade mit Kaffee, der geht halt so durch, dann kann es manchmal länger dauern. Vor allem ist das Feuchtpapier gerissen und dann muss ich das doch so komisch wieder zusammenflicken. Und das war irgendwie ein bisschen nervig. Gut, zurück zum Spiel. Ich spiele weiter. The regulars might have something else to tell you, but I don't. Mestemba, ich gehe richtig in der Annahme, dass dich auch gerade nicht, ich muss für dich jetzt nicht nochmal zusammenfassen, was bisher passiert ist, oder? Help me out. If this Summers lady was always bugging people for drinks, someone's gonna remember her, fella. Ja, ich wollte mit ihm Are reden. you a friend of Evelyn Summers? Who's asking? Very cute. You know who's asking. I know my rights. You don't have any. Answer the question. Evelyn mooches for drinks. I don't have any time for that. Was that so hard? Keep writing me, copper. Ist ja gut, alter, verwirrter, böser Mann. Hier liegen auch viele... Kannst du mal aufräumen hier? Was liegt hier überhaupt rum? Sind das Scherben? Wenn es Papier ist, dann frage ich mich, warum hier Papier liegt. What's your name? Motherfucker. Grosvenor McCaffrey. Ach! Mind if I ask you some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, Detective. What do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled And the rail depot on Santa Fe? Okay. I see your point. How well did you know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Das ist der Name, der in einem Buch stand, das sie von ihm ausgeliehen hatte. Metaphysics von Aristoteles. Ja, stimmt. Und dann ist die Sache gegessen. Okay. Hallo, Grosvenor. Schon allein der Name. Criminal History. Ah. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. A few skirmishes. Mach den Mund zu, bitte. Ich finde, allein die Aussage will ich schon anzweifeln.
Auch wenn sein Gesicht jetzt nicht so krass komisch aussieht. Ja, ne? Du sagst auch Doubt. Machen wir wahrscheinlich auch. Aber ich will noch sein anderes Face sehen bei der Frage. You say you barely knew Evelyn? Yes, that is correct. Okay, halten wir den Mund auf. Da können wir schon mal sagen, er lügt. You're lying, McCaffrey. You looked down your nose at Evelyn, but you knew her, and you have some idea of what happened. I hope you're holding aces. I'm telling you again, I barely knew the woman. Und warum hat sie ein Buch mit deinem Namen bei sich? Inscribed Grosvenor McCaffrey. Why would you lend her your book on metaphysics if you only knew her in passing? It was more than that. A Renaissance man like yourself, lending his books to his acolytes. She hounded me about that goddamn book, and then she lifts it from my apartment and lies to my face that she didn't take it, as if she could even comprehend any of it. I saw her go into a hotel with Tiernan last night. They had booze in a paper bag. He's your man. Klingt so, als würdest du einfach versuchen, von dir abzulenken. Do you have a criminal record? Lass nochmal Mr. doubten. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. You want to save me some time, or do you want me to look up your file? Industrial disputes, strikes, workers' rights. Ah, A regular roter. fifth columnist. Nice to meet you, comrade. Thank you for the information, Mr. McCaffrey. Also, hier können wir telefonieren, kann man nicht. Aus der Hintertür raus. Es gibt immer ein Hintertürchen. Und hier drin. Ich frage mich echt, wann wir endlich mal was aus so einem Container fischen. Bisher durften wir noch nicht containern und also irgendwie gibt es ja nie Clues. Wobei ich denke, vielleicht finden wir mal irgendwann eine Leiche da drin. So wie bei Hitman. Nein, keine Clues. Okay, dann gehen wir zum Auto. Oder nehmen eins von der Straße. Hier, wir sind doch Polizei, wir dürfen das. Rusty, folge mir. Musst du kurz weg. Schön, dass du wieder da bist. Genau, Mestember. Was war eigentlich heute Morgen? Warum warst du so kurz angebunden? Keine Kritik, ich will es nur wissen. Wollte Imi das Kindchen nicht ins Bettchen oder so? Oh. Dann fette Credibilities zu meinem AA-Buddy. Isst er denn schon sein Käsebrot jetzt? Gut? Gut immer auf? Wo ist denn, wo kann ich denn jetzt? Da kann ich es ans Telefon. Immer mal ans Telefon. Okay, mit der komischen Klitschkarre hier. Dann. Der will nicht schlafen. Er wollte nicht, dass du guckst. Okay. Phelps, 1, 2, Wenn ich AA mache, wache ich auch auf. Meistens so gleichzeitig. How can I help, Detective? Any messages? A message from Captain Donnelly. Return to Central. Go to. Was war denn das für eine Verbindung? Will uns da jemand verarschen? Oh, der Donnelly. Ja, ich fand ihn immer cool, aber ich traue ihm auch nicht. Und habe das Gefühl, dass er, unser Captain nämlich, irgendwas auch verschleiern möchte. Rusty spielt auch so ein bisschen mit. Der Käse ist auch das Beste an der Combo. Ich glaube, ich fall vom Glauben ab, was ihr da sagt, aber vielleicht müsst ihr das Brot wechseln oder die Rinde abschneiden, so wie es Kinder gerne mögen. Naja, ich habe noch kein Kind, ich kann da, also ich habe auch keine Experten-Tipps. Aber immerhin ist das schon mal was. Hat sich denn sein Haar schon verändert, seitdem er seitdem er weniger Muttermilch trinkt? Ah, nicht so gut. Das heißt, er versucht es trotzdem irgendwie oder was? Oder das Brot lecken?
sehr woke jetzt lese ich es Hello, erst. Rusty. Two on your usual lane? Hello, Mrs. I'm Detective Phelps. Homicide. You must be new. What's your shoe size? We're conducting an investigation, ma'am. Do you know the name Evelyn Summers? Sounds like I should. Oh, maybe it could be Jimmy's friend. Jimmy? James Tiernan. He's a pin setter. One day he introduced me to a lady after work. It stuck in my mind because she was much older, too old for him. Where can we find Jimmy, Florence? He'll be hopping around the lanes toward the back. Thanks, ma'am. Thank you, ma'am. Let's go get him. Tiernan ist ja auch der Name, den der andere Typ meinte. Ja. Kinder sind seltsam, aber so süß. Ja, das beides stimmt. Aber hey, wir waren alle Kinder und sehr seltsam. Wenn ich manchmal Videos von mir sehe, wie ich früher drauf war, ey, ich würde manchmal... Ja, ich bin nicht stolz auf das, was ich war. Bist du Tiernan? Sie meinte doch irgendwas mit Back Alleys. Schmälern. When the hell's the food gonna arrive already? Wohin? Any ideas? Well, the kid is in back somewhere. Let's pick him up. In Bag. Das heißt... Hier... Was heißt denn in Bag? Also irgendwo hinten, aber wo ist hinten? Vielleicht auf dem Klo. Nee. So wie ich gerade. Da kann man wahrscheinlich rein. Da ist Florence. Ohne Machine. Bist du Tiernan? Nein. Bist du Tiernan? Hallo? Tiernan? Buddy? Man? I think he's a bit of a gangster, but he treats me nice. I'm out of here. Wo geht's denn lang, Rusty? She wants a 5-star goddamn wedding. Neben dem Tresen rechts runter. Ah, jetzt sehe ich da die Tür. Ah, vielen Dank, Mr. Heldrick. Wir joggen mal zur Bowling Bag. Weil ich wollte nicht hier drauf, weil hier rutscht man ja immer aus. Ah, okay, hier in diesem Spiel nicht. Tiernan! LAPD! Okay. Run, boy, run. Komm schon! Phelps, cool! Ins Auto! There! Wieso schließen die eigentlich alle ihre Karren nicht ab? Und wieso könnt ihr immer gleich losfahren? What are you waiting for? Get after him! We might go faster if we weren't carrying the extra weight. These are flashy cars to be parked outside a bowling alley. Yeah. The lanes attract a fast-living individual with money to burn. Or a middle-aged individual with the need to feel virile. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Another runner. At least we've got a suspect. Why do they always run? I'm sure we've got the wrong person in more than one of these homicides, but they always seem to lam it. You know, your theories are not airtight by any means. Don't go to sleep on me. Get me back in close. Nochmal! If this isn't the killer, we can at least get him for reckless endangerment. That's unless he runs into a wall and saves us all the trouble. Hit him, Cole. Spit him out. Ah! Now's not the time to play around, Phelps. Galloway, kannst du auch ein bisschen besser schießen? So ein Coupé ist zum Glück recht schnell. Whoa, looks like we're going into the tunnels. God damn it, he'll kill himself. All right, as long as he doesn't kill us, I'm okay with it. Oh my God, this kid's crazy. He's gonna kill us. Keep it steady and I'll try to bust his tires. Ja, das versuchst du schon seit 15 Minuten. That is the end of that. So, About fucking time. Das ist der LCPD. Put your hands where I can see them. So. Ich komme gleich zurück zu euch. Schön, dass ich endlich jemanden habe, mit dem ich reden kann. Habe ich mich so allein gefühlt. Okay. Nehmen wir doch das Auto hier, ein Schmuckstück.
Warum spielst du kein Metro neben dem Tresen rechts runter? Genau, danke. Beantworte Members Frage, du Schlumpf. Cops haben einen Universalschlüssel. Haben sie das wirklich? Habe ich mir jetzt auch so gedacht, aber ich glaube es nicht. Vor allem noch nicht in den 40ern. Warum ich spiele Mittwoch kein neues Spiel? Weil ich zu viele Spiele sonst gerade spiele. Das ist langsam mir zu viel. Das ist nicht meine Art, so viele Spiele immer zu haben und zu installiert zu haben. Und deswegen will ich erstmal L.A Noire durchgespielt haben. Oder Gothic, aber ich denke mal L.A Noire wird es eher. Und dann kommt noch ein neues Spiel wieder. Und dann wird es gruselig. Ah! Was? Kannst du mal gucken? In den Rückspiegel, du Sack. So, ja, deswegen. 3 Spiele auf dem Stream gleichzeitig ist mir zu viel. Es ist immer ein schönes, schnelles Auto. Für das L.A Noire. Oh, fahr doch drüber endlich schnell, du Macker. Und dann steigst du noch auf. Was willst du? Was will dich verhaften oder was? Genau, deswegen. Und ich habe halt privat noch Spiele installiert. Ah, das hasse. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? You're gonna kill us. Ja, das ist die Straße, nicht ich. Ich hoffe, hier geht's jetzt rechts runter. Ja, schön. Ja, ich habe auch noch 2 Departments vor mir. Phelps, I think his name is. He brought in the case of that poor lady killed near City Hall. Die sprechen über mich. Schön. Captain is downstairs with Ray Pinker and Carruthers. Das klingt nicht gut. Downstairs, detectives. Everyone's waiting on you. Genau, was meint ihr? Wie jetzt privat? Ja, ich spiele ja privat auch Spiele, theoretisch. Ich komme noch nicht dazu. Und zwar Baldur's Gate 1 und auch Pit. Und installiert sind noch andere, die ich aber noch gar nicht richtig angefangen habe. Aber wo schon Safe Games sind, weil ich mal im Koop gespielt habe. Und auch Shadows of the Damned auf der PS3. Und ich will erstmal wieder ein paar Sachen abarbeiten. Deswegen. Und genau, ich habe noch 2 Departments vor mir. Einmal Arson, also Brandstiftung, und Weiß. Und ich glaube, Weiß sind Drogen. Wobei ich das nicht genau weiß. Let me guess. Hiding from the wife? Wo geht's lang? You lead the way? Und dann auch noch Pen and Paper und deswegen, ich komme gerade sonst einfach viel zu viel durcheinander. Sind jetzt vielleicht erstmal ein paar Spiele wie L.A Noire und Gothic, die dich nicht interessieren. Ist auch nicht schlimm, wenn du nicht einschaltest, Mestember. Aber wenn Monkey Island 3 oder ein Gruselspiel kommt, dann sage ich dir auf jeden Fall Bescheid. Mal schauen, was jetzt kommt. What's this about, Captain? Ray and Mal have some concerns over the Henry and Muller cases, which I don't want aired outside of this room. The evidence is solid, Captain. I agree, Rusty. It's just that corpses keep piling up. Copycats. I've been banging the same drum. But the notes and the lipstick messages. Evelyn Summers, Cartel Classic Carmine. Each woman, same brand, same color. Teresa Terrelson didn't have a lipstick message. Technically, you're right, Rusty. She didn't have any lipstick. But she did have a message. We found it beneath her dress, scraped with a sharp stick. What did it say? You sure you want to know? Ray? As far as we can be sure, it said cunt BD. That's one way of looking at it. Looking at what? Cunt is all about access, Phelps. You're married, so yours is mortgaged. Some of us like to pay by installments. This guy doesn't like to pay at all. Why are you so angry, Mal? Because I just had to fire one of my assistants. He was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case, but it's up to you to decide how we proceed. Keep this under your hat for now. And follow up on Evelyn Summers. I want daily reports. Kant heißt noch was anderes als das, was ich weiß, was es heißt? Come on, you can tell me. Oder wie kann man jetzt auf irgendwas mit bezahlen
Oder wollte Rusty damit nur sagen, hey, man ist verheiratet, aber braucht halt noch seine Kant, weil das andere zu viel Stress ist. Und BD steht wahrscheinlich immer noch für Black Dahlia. Boah, viele Infos auf einmal. We got our orders. Back to the Summers case. Get an address for McCaffrey. He'll have blown the bar. I'll meet you outside. Meet you outside. Meet you outside. Und Grosvenor McCaffrey. Machen wir gleich. Aber haben wir nicht gerade noch jemanden verhaftet, mit dem wir jetzt reden wollen? Dachte ich. Oder nicht? Ist doch jemand weggefahren? Interview Room. Okay, hier ist niemand. Und im anderen Interview Room? Guy gave his wife a tap. I said all's fair in love and war. Nee. Wir haben doch gerade noch jemanden verfolgt. Tiernen, genau. Ich würde gerne mal mit ihm reden. Okay. Die Cutscene war echt confusing. Er ist anscheinend echt noch nicht ready. Vielleicht muss er noch erstmal auf Toilette. Vielleicht gibt es da Probleme mit dem Feuchtpapier. Nicht Toilette, Telefon, damit. Operator, give me R&I. Putting you through now. Ich denke auch. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? How can I help, Detective? I need an address for a Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Apartment 6, 126 Yale Street, between Ord and Alpine. Thanks for your help. Okay. Was ist jetzt mit dem Tiernen? Ich hab den doch... Den haben wir doch verhaftet. Also in einer anderen Location kann ich nicht. Außer... Ich setze nochmal die Police Station als Destination. Vielleicht wenn wir raus und wieder reingehen? Glaube ich jetzt nicht, aber... Man hat schon Pferde kotzen sehen. Ja. Hat man gleich. Aber hier ist niemand. Ne, er ist wahrscheinlich einfach noch nicht ready. Okay, lass uns raus. Dann fahren wir zu Grosvenor McCaffrey, mit dem wir auch schon geredet haben. Der auch was von Tiernen gesagt hat, den wir auch Ich bin verwirrt. Let me pose a question. Depends. What's it got to do with? Morals. Would it bother you to put the wrong person away? Depends. On what? On whether anyone except the poor son of a bitch in the Slam ever found out. Okay, Rusty. Dem kann ich nicht zustimmen. Ist ein Verhalten, das ich nicht befürworte, Rusty. Galloway. Okay, so go left at the next one. Okay, okay. Wenn du das sagst. Take the next right. Werde ich machen. Uah. Ich denke, das ist die Absicht, ja. Ich fand bisher alle Partner irgendwie so, Aber mit Rusty sind wir auch schon länger unterwegs. Er ist schon... Ich habe bisher am meisten Zeit mit ihm verbracht, sodass er mir auch am meisten ans Herz gewachsen ist, aber da keine gute Position hat. So sage ich mal. So im Herzen. Okay. Hey, come on. Abkürzung. Aber schickes Haus, glaube ich, oder? Für die Zeit? Das heißt für die Zeit, war heute auch mal noch ein schickes Haus. Oh ja. Der interessanteste Partner, genau.
Und kleiner Rusty. Da hast du recht. Da hast du recht. Apartment 6. McCaffrey is in apartment 6. Thank you. Rooms? Nein. Wir waren doch schon bei McCaffrey. Also 6 ist auf der rechten Seite. Sonst irgendwelche Evidence hier? War bisher noch nie. Werde ich auch nicht nachsuchen. Das hält nur auf. Ist das eine... Nee, das ist eine 7? Oder doch nicht? Ich dachte, das zeigt hier nach rechts. Oh. Zeigt doch nach. Ja, ist die 6. Halloin! Doesn't look like anybody's home. Dann rein! Aha. Bananenschalen. Never trust a banana eater. Mhm. Optimistic, Cole. Okay. Oh, die Unterseite des Briefes. Okay. Take long before you are healed, and you can come home. I have put your things back into your old room with a lock on the door for your privacy, and you can come and go as you please. I will care for you, and you can return to your normal life. I know your address has changed, so I cannot be sure this letter will find you. The letter we found beside the body. At the very least, I'd say it ties McCaffrey to the scene. I know your address has changed, so I cannot be sure this letter will find you. But I pray that it does, and that you'll consider what I have said. I love you very much, and I pray every night that you are safe, and that one day you will knock on my door, and the rift between us will be mended. With love and understanding, your mother, Augusta Summers. Fundamentals of Critical Therapy by Herbert G. Whitmore. Okay, okay. Okay. Bisschen easy. Okay. Da. He said he was at home. He said he didn't know her. And we have the book. Let's see Carruthers argue his way out of this one. Is that you, Grosvenor? Who are you guys? What are you doing in here? We're from the LAPD, ma'am. Do you know where we might find McCaffrey? I'm his neighbor. Is he in trouble? Look, Are you nosy? lady, we need to find him, and in a hurry. Are you going to give me trouble? He has a pigeon coop up on the roof. He spends his mornings up there when he's been drinking. How do we get up there? Down the hall and up the Klingt stairs. entspannend. Drunk and in command of a carrier pigeon. Surely we can write him up for that. A citation at least. Don't drink and drive, oder was meinst du damit? Können wir uns das Hemd auch noch anschauen? Nee, wahrscheinlich nur die Waffe. Aber irgendjemand framet doch hier alle Leute. Die haben ja alle irgendwie Tatwaffen. Ich weiß, die Musik hat gesagt, wir sind eigentlich fertig mit den Clues, aber ich weiß auch nicht. Ich will halt noch sehen, was er hier noch hat. The Last Bastion. Ah, ich habe meinen letzten Stream gesehen. Okay. Dann liest er seine Bücher falsch rum. Dann gehen wir nach oben zum Carrier Pigeon Ding. Talk to Grosvenor. I've got housework to do. Okay, wie geht's nach oben, Lady? Ach ja, nach oben. Ist nach oben. Isn't that the cop who solved the big case and got promoted? Yep, that's me. Ach, hier geht's lang. Ich sehe die Tatwaffe. Noch eine? Nein. Well, Mrs. Summers, I have some bad news. Das heißt mit dem Buch, in dem es um aussterbende Vornamen geht. The Last Bastion. Es gibt, jetzt wo du sagst, ich habe lange kein Bastian mehr gehört. So, den Namen. Das heißt some bad news.
Verstehe ich nicht. Okay, Dude. Grosvenor McCaffrey. Running on a hangover, McCaffrey? Sit down and we'll talk. I'll go get our wheels. Was? Wo ist er lang? Wo ist er lang? Ach, da! Nein! Falsche Taste! Ach, okay, der ist weg. Ah, schnell! Cool! There he is, officer! Kann die Waffe nicht ziehen? Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Spannende Musik. Ah, da ist er. Oh lala. Zum Glück rennt er gerade nicht so schnell für uns. Runner McCaffrey, stay and fight the good fight. Kann sich sogar am Kopf kratzen, so viel Zeit haben wir gerade. Komm schon! Cole! Hau ihn um! Tackle him! Uah! McCaffrey, you're under arrest on suspicion of murdering Evelyn Summers. We need to get downtown and wrap this thing up. It's got to be McCaffrey. Unless Tiernan set him up. I don't think that asshole Jameson could have done it, do you? Whoever did it. At least it wasn't that Dahlia fuck. How do you know that McCaffrey didn't do the Dahlia? We have a list of over 200 suspects. His name was never on it. If you think the list is exhaustive, Rusty, who am I to argue? Listen, let's just work the case at hand, shall we? Then we can sit down and put all the puzzle pieces together at a later date. I'll hold you to that. Ja, bitte. Würde ich gerne mal machen. Miau. Aber mit dem Coupé macht das Fahren auch ein bisschen mehr Spaß. To the right. And to the left. And to the geradeaus. And to the nach oben. I think. Im Straßenverlauf folgen. Geradeaus. Ja, es gibt so viele Suspects, die es sein könnten. Es ist echt schon... Was mit diesen Tieren ist? Wir haben den doch jetzt schon gefunden. Und wieso kann ich denn nicht endlich mal mit ihm reden? Ja, das fände ich auch cool. Da gab es bei Life is Strange das Gameplay von Life is Strange ist schon eher... Ach, jetzt sag nichts. Don't bug on me. Das Gameplay von Life is Strange ist ja eigentlich eher so ein bisschen sehr einfach oder fast non-existent. Man muss auch Entscheidungen treffen. Aber da gab es auch eine Sequenz, wo man am Ende oder wo man gegen Ende Beweise zusammenwubbeln musste und das war ganz cool. Ah, okay. Enter hat gelöst. You sure you can make it stick with one of these suspects, gentlemen? It's either McCaffrey or Tiernan, sir. I think Jameson is an aberration. All right. I'll deal with that degraded lunatic myself. He's got some fearful retribution coming. Tiernan isn't one, McCaffrey isn't two. I want a confession from one of them. Don't fail me, young fellows. Okay. Mein Herz sagt, es ist wieder weder der eine noch der andere. Und die mit der Mordwaffe sind sowieso nicht die richtigen, weil das ist einfach too good. Wieso sollte die da so liegen? Ja, hat er Probleme gemacht? Say, Phelps, do you mind if I get back to what I was doing? Ja, ist ja gut, Mann. Why did you run, Tiernan? I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. Wir hatten das
Ja, hast schon recht. Wir hatten doch auch irgendwas mit dem Bowling Alley Tire Iron. Ach ja, genau. Okay, gehen wir weiter mit James Tiernan. Wir haben immer noch diesen Pawned Ring, den wir am Anfang des Cases untersucht haben, der aber sonst überhaupt nicht wichtig war bisher. Fangen wir erstmal. Is standing around saying nothing, is this some kind of mental torture? Du sitzt, du stehst nicht. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. Naja, doch. Aber ich weiß nicht, ob wir lügen. Erstmal das Buch. Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at her once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it. She wanted something of his. Ich glaube, das ist ein Ich habe nichts getan Gesicht. Das sieht einfach nach einem Truth-Gesicht aus. Ich möchte erstmal nochmal. Do you own a car, Tiernan? No, I don't. Have access to a lug wrench? We use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. Fruff. Ja, ein starker Fruff. I want the truth. I think you broke into McCaffrey's apartment and planted a lug wrench there. I didn't do that, and there's no way you can prove any different. Naja, schon. Da steht halt der Name der Bowling Alley Gedöns drauf. Ist das jetzt der Beweis, den das Spiel möchte, dass wir ihm zeigen? Was meinst du, Heldrick? Beweistime, oder? Da stand ja die Bowling Alley drauf, Rawling Bowling. Und wenn er da arbeitet, dann ist das schon irgendwie ein Beweis. Ich drück jetzt drauf. As hard as this is for you to contemplate, I really loved Evelyn. She was kind and gentle to me. Okay. You and Evelyn were drinking together last night, and she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. Oh, ist der schwierig. Doubt? If you don't give me some reason to think differently about this, Tiernan, I'm gonna have to go to the DA. I drank half a bottle of scotch. I don't remember a goddamn thing. Vielleicht guckt er einfach so, weil er echt aufgewühlt ist. Oh. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. You loved her, hast du gerade noch gesagt. Komm. Sounds like half an answer to me, Tiernan. Were you sleeping with her? That's none of your business. Meine Fresse, ey. Oh, Scheiße, verdammte. Okay. Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at her once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it. She wanted something of his. Das ist das Truth Face. You don't like McCaffrey, do you, Tiernan? He's full of the common man routine, but he props up a bar like the rest of us. Evelyn thought he was going to be a great novelist.
He had nothing but vitriol for her. Evelyn was missing a ring from her right hand. That's strange. She always wore it. Big black circular disc with a white E in the middle. It was made from an old typewriter key, a present from the prop department at her old movie studio. We're going to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. You're not in the clear. 0 von 4 richtig. Fuck. Yeah, the bum took a swipe at me. Put him down with my sap. Goddamn captain's making me resubmit the paperwork. You ready to answer some questions? You think I have all the answers? People who run from the police usually have something to hide. Touché, detective. Let's see where this takes us. Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. Das glaube ich ihm schon nicht. Was haben wir eigentlich für Beweise hier? You're lying, McCaffrey. You were out at the rail yard. And what do you have that proves I was there? Ah, nun. Der Letter. Hatte Phelps ja sogar noch vorher gesagt. In dem Apartment. Ansonsten. Wahrscheinlich gerade eben hätte ich statt Doubt mal doch Lie nehmen sollen, wie das Ding hier. Warum das nicht funktioniert, verstehe ich schon nicht. For boys You wahrscheinlich. guys got somewhere you need to be? Der andere. You're ruining the ambiance. Ich hätte wahrscheinlich mehr mit den Beweisen arbeiten müssen gerade eben. Der hier? How about half of Augusta Summers' last correspondence with her daughter? What are you talking about? After you were done beating Evelyn, you searched her and found her mother's letter. That old lady's anguish amused you. I know nothing about a letter or Evelyn's goddamn mother. Ich glaube ihm. So what was it doing on your writing desk? I don't know, but if I didn't put it there, somebody else did. Try exercising your powers of deduction on that. Mouthpiece were stripped off me at the grand jury. Case got thrown out. Now the DA wants my head. War das schlecht, Phelps. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need the jacket on a Grosvenor McCaffrey. Just a moment, Detective. McCaffrey was formerly under surveillance by the Red Squad. Convictions for petty theft. Dishonorable discharge from the Army during training at Syracuse. Assault on a local woman. Says he almost beat the woman to death. Thanks, ma'am. Okay, damit kann man arbeiten. Können wir nochmal zurück zu dem anderen? Ich würde das gerne alles nochmal von vorne machen. Hier, mit ihm. Geht aber nicht. Ja, you had. I'll not say anything more. Fuck you. Ah, ich hätte diese Scheiß... Wieso habe ich mir die Evidence nicht vorher angeschaut? Verdammte Kackwurst. You were in the war? Yes, I was. Seeing the things that I saw. Changes a man. I came back here determined to change things. All I wanted was a pen and an opportunity to speak out. You told us before that you had only minor run-ins with the police. You didn't mention petty theft. I've never been in trouble for violence. That's the salient point here, isn't it? Well, you have. Ja, da bin ich auch gespannt. Mal schauen, was er mit... You're lying, McCaffrey.
You have a history of violence towards women. How do you turn a couple parking tickets and a petty theft misdemeanor into an assault charge? Hat die Frau am Telefon gerade gesagt. We know all about you and your dishonorable discharge, beating some poor woman near to death in Syracuse. You've never been in combat, McCaffrey. Your whole life is a fraud. She was a goddamn peasant whore. She tried to steal from my wallet. I could have fought for this country. I could have. You beat her because she stole from you, because she tried to outsmart you. The ignorant audacity of the bitch. What is a man supposed to do? Sit there and take it? How is a man supposed to call himself a man? And Evelyn Summers, a poor, drunken nobody, stole your book. And she got what was coming to her. Also er ist zumindest ein Arschloch. Ein abgehobenes, narzisstisches Arschloch. Und der andere war, glaube ich, wirklich in Evelyn verliebt. Sie hat ja sogar die Liquorflasche geholt, um den Boy, um sich zu entschuldigen, so. Ich meine, klar gibt es dann halt die Crazy Guys, die dann die Leute killen, die Mädels. Vor allem hier in solchen Spielen und Filmen und so. Aber von dem, was ich habe, kann ich jetzt sagen, she got what was coming to her. Wenn er schon eine Frau gekillt hat. Aber es ist einfach, es sind wieder beide nicht die richtigen. Bin ich ja der Meinung. Ich glaube, wir buchten die ganze Zeit, oder töten vielleicht sogar, jetzt ja noch die Todesstrafe. Die falschen Leute. Ich sag, du bist es. Grosvenor McCaffrey, I'm charging you with the murder of Evelyn Summers. She was a sad lady who never hurt anyone except herself. I hope God finds a way to forgive you. Congratulations, boys, you bagged the fine catch. Another red to boot. Grand. Now, I want you to put this business about a repeat offender out of your mind. Nice. This McCaffrey creature shows no remorse. And neither will the grand jury. You would have to walk a long mile to find a better candidate for an unmarked plot at a prison graveyard. Das ist auch ein Smug-Smile von Cole. Hendrik, es ist die Frage, was möchte ich von dir wissen? Wenn ich Tier nennen, ja? Interrogated hättest, dann... Oder ist das ein Setup für einen Joke? Ist mir gespannt. Ah, ich habe den aber richtig vermasselt, den Tiernen. Aber wie gesagt, ich habe auch irgendwie gar nicht so richtig den Drang, irgendeinen immer von denen, die ich da auf den Stühlen sitzen habe, zu beschuldigen, weil ich die ganze Zeit denke, der eigentliche Mörder ist ja sowieso noch woanders. Wieso sollten die andauernd diesen blutigen, blöden Schraubenschlüssel bei sich zu Hause haben? Und ich glaube auch, dass er nichts wusste von dem Brief. Also, es war keiner von beiden. Hättest du McCaffrey eine weitere Frage stellen können, dann hätte es einen weiteren Hinweis für Tiernen gegeben. Aber letztendlich ist das Ende relativ ähnlich zur Lösung. Okay, gut. Dankeschön für diese Zusammenfassung. Wir gehen jetzt nochmal hier bis zum Save Point. Okay, da ist er. Da ist, glaube ich, mein Face gerade drüber. Das noch kurz an.
We have lost most of Shaughnessy and Dunn's squad. The gunny is dead, first platoon's in worse shape. That medic is either crazy or the bravest man alive. Can we rally with the first and try for the Nambus? It's sheer to the left. To the right, it goes right through a pass with 2 Nambus and Enfilade. Mate, we can lose everyone. Lieutenant! Get back off this fucking bridge! They'll start walking the mortars back to their own positions! We only have minutes! I'm in charge here, Sergeant! Get your men off the bridge, Lieutenant! What's your unit, Sergeant? We don't have time for this, Lieutenant! What's your unit, Sergeant? I company 22nd Marines, Lieutenant, and we just saved your ass by fording the river. My orders are to reconnoiter the... I think that point is now moot! You have 10 men left! My orders are to save what's left! Move out! The Quarter Moon Murders. Da haben wir heute keine Zeit mehr. Wir quitten erstmal zum Menü. So. Wir machen das Face groß. Okay. Das war L.A Noire für heute. Den nächsten Case fangen wir am nächsten Sonntag an. Und ich bin auch echt noch gespannt, wann wir an diesen scheiß Black Dahlia Mörder kommen. Murderer. Quitte pro quo. Und ja. Das Spiel hat echt Potenzial, ein gutes Potenzial, mich immer aufzuregen. Ich hätte einfach noch in die Beweise schauen müssen. God damn it. Okay. Wir treffen uns am Mittwoch um 19 Uhr wieder bei Gothic 1 hier auf Feuerglotze Gaming. Am Donnerstag bei Gothic 1 hier auf Feuerglotze Gaming. Am Sonntag, wie immer halt, 10 Uhr L.A Noire. Vielleicht möchte ich zwischendurch doch noch ein anderes Spiel anfangen, aber ich glaube nicht. Ich habe erst mal mit anderen Projekten viel zu tun, sodass ich mich nicht auf ein neues Spiel einlassen möchte und kann. Vor allem möchte. Deswegen, deswegen, Mestember, tut es mir leid, dass dich gerade kein Spiel interessiert. Da ist immer ein Case, der einen ein Leben lang verfolgt. Das stimmt. Also, wie sich echte Detectives fühlen müssen. Wo es wirklich um Leben und Tod geht. Echt, bestimmt auch ein sehr depressiv machender Job. Was ist das Gegenteil für Überziehen? Oder Überziehen? Unterdrücken? Ist es das, worauf du hinaus willst? Ach, weil ich das jetzt mache. Stimmt. Ja, ich mach echt mal nicht überziehen. Es ist noch nicht 13 Uhr, aber wir können noch ein bisschen labern. Vielleicht labern wir noch ein bisschen. Für ein Just Chatting... 10 Minuten für ein Just Chatting ist, glaube ich, jetzt rausgeschmissenes Just Chatting. Aber... ja. Ja, ich mache jetzt Schluss. Dann kann ich auch weiter an Pen and Paper arbeiten. Also, liebes Hendrik. Ja, stimmt. Du hast ja auch Wochenenddienst. Guten Appetit, Hendrik. Vielen Dank für alle, die zugeschaut haben und demnächst zuschauen werden. Es war mir eine Ehre. Ihr Cole Phelps oder so. Fand ich irgendwie cool. Bis Mittwoch. Ich wünsche euch einen schönen Rest Sonntag. Ich muss jetzt auch mal frühstücken. Ich esse ja vor dem Sonntagsstream nichts. Und das schlägt dann doch auf den Magen. Dann leerer Magen gemischt mit Kaffee. Sage ich euch. In diesem Sinne sage ich ein fröhliches Adeus. Viel Erfolg, Heldrick. Und wir sehen uns wieder am Mittwoch. Tschaußen!